Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Modern Talking einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders und ich bin fit. Du auch, Thomas? Gut reingekommen? Ja, ich war ja im Fernsehen. Ich habe ja gearbeitet. Ich war mit Florian und stand dann um 0 Uhr auf der Bühne. Was ich normalerweise nicht mache, aber es war halt eben eine tolle Sendung. Und ich habe, wie man vielleicht momentan merkt, so ein klein bisschen Schnupfen, habe die Nase ein bisschen zu. Aber das fördert ja die Widerstandskräfte. Also das müssen wir ja positiv sehen. Und ansonsten, ja, insoweit gut reingekommen und natürlich dann direkt in der ersten Woche des neuen Jahres mit Florian zusammen Nummer 1 Album zu haben. Da gibt's ja Beschisseneres, würde ich mal sagen. Ja, so wirklich. Also, man kann es mit Verlaub sagen, dein Jahr ist mega gut gestartet mit dieser Nummer 1 in den Albumcharts. Das ist, wow. Also, jetzt kommt ja, wahrscheinlich werden jetzt viele, wenn man so Interviews hat, werden die zu dir sagen, ja, Herr Anders, haben Sie damit gerechnet? Diese Frage kriegst ja, du aber mit Sicherheit aufgestellt. Du kannst nie mit einer Nummer 1 rechnen. Also du weißt bis ganz kurz vorher nicht, ob es geklappt hat oder nicht, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Und wir wussten zwar, es sieht sehr gut aus, aber wir wussten natürlich nicht am Ende, dass es dann die Nummer 1 wird. Sorry, also ich habe ein bisschen Erkältung, wie man merkt. Armer schwarzer Kater. Ja, ich bin da auch nicht vorgefeit. Nein, aber man freut sich natürlich und man ist total happy, dass es dann doch passiert ist und dass man eine Nummer 1 hat. Und ich für mich natürlich, es ist wirklich das 8. Nummer 1 Album meines Lebens. Wahnsinn. Das muss man erstmal hinbekommen, ne? Ja, ja, schön. Schön, ja, das glaube ich, ja. Fühlt sich gut an, oder? Es fühlt sich gut an und es fühlt sich gut an, ja. Ja, also so bist du ins neue Jahr gestartet, ne? Das ist wirklich eine mega Nachricht, natürlich auch für alle Fans ist es total super, aber wir hatten ja vor unserem großartigen Weihnachtspodcast, hatten wir ja auch uns mit deinem Produzenten getroffen, mit Christian Geller, da waren wir ja zusammen in seinem Studio und da haben wir ein großes Geheimnis gelüftet, was jetzt mittlerweile ja keins mehr ist, dass zum 40. Jubiläum von Modern Talking Thomas Anders nochmal Modern Talking singt. Ich sehe jetzt überall auf Social Media dieses Cover, auch was mir überall begegnet, wo du quasi da stehst mit deinem jüngeren Ich, so wie du früher ausgesehen hast, so mit deinen Anfängen. Teilweise ist das ja auch dann animiert, habe ich auch schon gesehen, wo dich dein jüngeres Ich umarmt. Das ist doch total krass. Ja, dann siehst du, was mittlerweile mit der Technik alles machbar ist. Das ist total krass. Und insoweit ist es eine absolute Novität, weil es hat sowas in Deutschland in zweifacher Hinsicht noch nicht gegeben. Zum einen, dass ein Künstler aus Deutschland sein Frühwerk nochmal komplett neu aufnimmt. Das hat es noch nicht gegeben. Und dass dann durch die KI dass der heutige Thomas Anders seinen eher als jungen Thomas Anders, wirklich so unfassbar faszinierend umarmt und ja wohlwollend auf ihn blickt, das hat's auch noch nicht gegeben. Also dass ein Künstler so mit der KI spielt. Ich werde jetzt nicht der Letzte sein, aber ich bin ziemlich stolz darauf, der Erste zu sein. Ja, also ich finde, das ist mega gelungen, also auch wenn man das sieht, die ganzen Bilder auch, der Text ist toll, wir sind ja da ja auch detailliert darauf eingegangen, zusammen mit deinem Produzenten, als wir im Studio waren, wo wir darüber gesprochen haben, aber jetzt geht's ja los und
es ist ja nicht nur ein Album, es sind ja insgesamt 6 Alben. Es gibt diese Sammelbox. Kannst du vielleicht jetzt noch ein bisschen was zu diesen Alben sagen? Also, weil ich glaube, da sind wir noch nicht, wir sind erstmal beim ersten Album hängen geblieben. Was erwartet uns bei diesen 6 Alben? Naja, es sind alle 6 Alben der von Modern Talking aus den 80ern, die ich neu aufgenommen habe. Und weil wir ja nun dieses Jahr 40 Jahre Modern Talking feiern, ist das für mich auch sozusagen das Jubiläumsjahr. Und so alle 6 bis 7 Wochen erscheint nun immer ein weiteres Album. Und diejenigen, die sich halt eben in physischer Form das Album kaufen, als CD oder als Vinyl, bekommen eine Geschenkbox dazu, wo halt eben alle weiteren 5 Alben reinpassen. Und das haben wir uns einfallen lassen. Es ist sozusagen ja ein Sammlerstück in einer gewissen Weise. Und es sind wirklich diese Alben, die ich komplett nachgesungen habe, aber auf jedem Album sind auch 2 neue Songs. Also neue Songs im Stil, in dieser Kompositionsweise aus den 80ern. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe nun einige Kommentare von den Fans gelesen, die sagten, das ist wie eine Zeitreise, und da haben sie absolut recht. Also ich habe ja auch, also zumindest im ersten Album ja mal reinhören dürfen. Das ist schon wirklich geil gemacht. Vor allen Dingen, es ist irgendwie ja, der Sound der 80er, aber trotzdem jetzt mit einem neuen Groove gemacht, also so in diesem David Guetta Sound, so ein bisschen, was man heutzutage halt hat. Es klingt einfach total geil und auch tanzbar, und das ist ja auch mittlerweile so, ich merke das ja auch im Radio, was wir so spielen, dass ja viele Songs jetzt quasi aus den 80ern, dass die ja alle wieder neu abgemischt werden, und viele junge Menschen, für die ist das total neu, die sagen dann, hey, Klar. geil hier, geil zum ersten Mal gehört, ja. Klar. Und die Alten sagen, ja, ich kenn's schon, aber ich finde auch das Neue geil. Da holst du sie ja alle ab. Das ist total wirklich mega gemacht. Na, wir hoffen mal, aber insoweit hast du vollkommen recht, dass dieser Sound oder dieser Musikeindruck, ich sag nicht nur der Sound, das ist so dieses Gefühl, was rüberkommt. Und ich war sowieso vor ein paar Jahren schon verblüfft, und der nun mega Erfolge weltweit einfährt. Das ist The Weeknd. Das ist eigentlich 80er Musik, aber jetzt produziert im Hier und Jetzt. Und ich glaube, so muss man sich halt eben auch die kommenden Alben von mir vorstellen, dass das, man ist sofort in den 80ern, aber trotzdem ist man im Sound von 24, 25, und das ist, glaube ich, das Faszinierende daran. Und was wir machen, und wie gesagt, das kann man auch halt eben bei mir nachlesen, sowas, da gibt's Links dazu. Am 11. März bin ich in Bonn im Haus der deutschen Geschichte und übergebe da auch einer meiner Kitas. Die Gitarre aus den 80ern. Aus den 80ern. Ja, so ein Tastending, was, ne? Also quasi Keyboard als Gitarre, mehr oder weniger, ne? Genau, und stelle einige von meinen Awards auch als Leihgabe zur Verfügung. Und das findet am 11. März in Bonn statt. Und am 12. März gibt es im Zoopalast in Berlin eine ganz große Präsentation des Albums. Und es gibt Interviews, ich werde ein paar Songs singen, Christian Geller wird dabei sein, Kai Böcking führt durchs Programm, also da kann man Tickets für kaufen. Der legendäre Formel-1-Moderator Kai Böcking. Absolut, witzig. mein lieber Kai. Und er sagte, ich bin sofort dabei. Und das ist am 12. März im Zoopalast, abends in Berlin. Also wer Lust hat, hinzukommen oder anzureisen, ist gerne eingeladen. Es gibt viele Informationen über das Album, natürlich auch über die Zeit, über die 80er und über mein Leben.
Das ist cool. Ja, und wie ich ja auch gelesen habe, ich habe natürlich die Einladung bekommen für den 12. März, ja, wie du das natürlich immer machst, dass du an deinen Freund Kunzi sofort Natürlich. denkst. Ne, das Ganze wird ja in Dolby Atmos auch ausgestrahlt. Das ist ja auch ganz neu, dass man das also in einem mega Sound hört, eben Kino-Sound. Und du wirst dann auch live performen und man hört die neuen Songs oder was genau erwartet uns da? Naja, man wird einen Teil der neuen Songs hören und ich werde auch live performen, aber ich werde begleitet von Achim Brochhausen. Und das ist dann so eine intime Geschichte. Ich singe dann einfach ein paar Titel, ein paar Modern Talking Songs und da freue ich mich sehr drauf. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr emotionale Zeitreise. Also dann schon mal vormerken, ne? Tickets und so kriegt man natürlich auch personalisiert, dann auch über die Homepage, ne? thomas-anders.com. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Ist das die Homepage thomas-anders.com? Das hast du, ja, du bist ja Moderator und du sagst das richtig, ja. Ja, du könnte ja sein, so im neuen Jahr, dass irgendwas vergessen hat oder so, ne? Das haben wir uns ja schon fast einen Monat nicht mehr gesehen, Thomas. Das ist ja, ne, jetzt ist doch völlig verrückt. Aber du hast dich nicht verändert, Kunzilan. Okay, das tut gut, das wollte ich wissen. Ne? Du siehst natürlich wie immer noch ein Stückchen besser aus. Ne? Erfolg macht einfach sexy, wie man das schon merkt. Aber jetzt nochmal zum Haus der Geschichte. Wie bist du denn darauf gekommen, zu sagen, du bringst da jetzt Leihgaben hin oder sind die auf dich zugekommen? Wie passiert denn sowas? Ich weiß nicht, man hat immer so Meetings, wo man so Brainstormings hat, also Ideen-Meetings, wo man überlegt, was kann man machen. Und da kamen wir wirklich über das Haus der Geschichte in Bonn. Und ich bin nun wirklich jemand, der behaupten darf, dass Modern Talking mit Sicherheit ein Stück Musikgeschichte ist und aus Deutschland kommt und somit hat es vielleicht auch eine Berechtigung, in Bonn im Haus der Geschichte, der deutschen Geschichte, hat eben auch stattzufinden. Und dann haben wir uns einfach mit der Museumsleitung in Verbindung gesetzt und sind auf offene Ohren gestoßen. Das finde ich total cool. So mega Sache. Mein Gott, du bist historisch. Du bist schon historisch. Naja, aber der Kalk bröckelt noch nicht ab. Ja, historisch, aber nicht alt. Das ist, glaube ich, das Schöne, was man so kann man das wunderbar sagen. Aber es ist ja auch, also ich meine, ich weiß auch, das Jahr ist wirklich noch nicht, also der erste Monat ist noch nicht mal rum. Du hattest jetzt zig Auftritte wieder, zig Termine, es ist vieles in Planung. Und du bist ja auch noch geehrt worden in Mainz, im Goldisch Mainz. Hier hast du eine Art Fassenachtsorden bekommen. Man nennt es das Jockelsche, hast du gekriegt. Das Mainzer Jockelsche. So, wie kamen die auf dich? Warum haben die dich geehrt? Naja, das läuft schon eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber ich hatte nie Zeit. Also von der Kleppergarde in Mainz, die diesen Orden verleihen, das Mainzer Jockelsche. Und das wird einmal im Jahr verliehen. Und man hatte halt eben bei mir angefragt, ob ich das als Preisträger entgegennehmen würde. Und zwar ist Folgendes, das ist eben die Kleppergarde in Mainz, die, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber 1800 und, weiß ich nicht, 43, 63, irgendwie sowas, dass die halt eben damals gegründet wurden und ihnen sehr schnell bewusst wurde, dass halt eben die Kinder und Jugendlichen auch zur Fastnacht gehören. Und das war damals aber nicht erlaubt. Und man hat halt eben dann diese Kinder unterstützt und dadurch ist halt eben diese Charity entstanden, dass man für Jugendarbeit zur Verfügung steht. Und seit vielen, vielen Jahren werden halt eben Menschen, die die Jugendarbeit unterstützen, geehrt. Und in diesem Jahr war ich es, weil ich halt eben auch vieles für den Kinderschutzbund in Koblenz mache und immer wieder für Kinder offen bin, dass man sie unterstützt. Und so fühlte ich mich sehr geehrt und habe wirklich halt eben den Charity-Preis, das Mainzer Jockelsche, das ist im Grunde eine fast Medaille, ein Orden, aber ein sehr, sehr schöner Orden, den habe ich entgegennehmen dürfen. Ist es dann nur der Orden und die Ehre oder gibt's da auch so eine Art Preisgeld oder so?
Na, es gibt auf jeden Fall eine Urkunde. Sorry. Und es gibt natürlich auch ein Preisgeld. Und dieses Preisgeld besteht aus 1.111,11 Euro. Natürlich, eine närrische Zahl. Natürlich, eine närrische Zahl. Und das ist natürlich für den Kinderschutzbund in Koblenz. Aber es wurde auch während der Veranstaltung wurde auch noch Geld gesammelt. Und es kamen noch weit über 4.000 Euro nochmal zusammen. Und ja, es war einfach so, dass das hat eben, wir sagten, die Hälfte ist dann zu der Kleppergarde, halt eben zu der Jugendunterstützung da, und die andere Hälfte gehört wieder dem Kinderschutzbund Koblenz. Ja, das ist aber schön. Das sind schöne Nachrichten. Einen Preis bekommen und dann auch noch Geld mitgebracht. Ja, ist doch super. Das ist echt eine schöne Geschichte. Bist du denn mit der Fastnacht irgendwie verbunden? Hast du denn quasi, außer dass du dich vielleicht als Kind mal früher als Cowboy verkleidet hast, hast du Bezüge zur Mainzer Fastnacht? Na, zu Mainzer jetzt nicht direkt, aber zu unserer Fastnacht. Und jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ich war im Elverrad damals von unserem Kinderprinz und bin mit auf dem Wagen gefahren und habe halt eben hier ganz großes Kino gehabt, damals in Münster-Maifeld. Und habe das in der Tat sehr, sehr genossen. Hab auch halt eben in meiner Jugend, als ich noch zu Hause lebte, Reden für die Bütt geschrieben und auch Vorträge gehalten. Aber mittlerweile beschränkt es sich so, dass ich im Grunde Rosenmontag zu Hause bin und dann mit Freunden und Familie feiere. Und wir lassen es dann auch ein bisschen gut gehen. Ja, verkleidet ihr euch dann auch ein bisschen? Ziehst du Natürlich. dann die Pappnase auf? Ja, ich gehe meistens als Scheich. Als Scheich? Ja. Ja, weil da ist es einfach so, wie soll ich sagen, das ist einfach sehr bequem. Bevor man sich in irgendwie so ein warmes Kostüm reinzwängt. Und bei uns zu Hause ist immer ziemlich warm. Und ich muss ja noch ein bisschen die Gäste bewirten und muss noch fürs Abendessen etwas vorbereiten. Bin ich meistens Scheich und fühle mich unter dem Tischdash sehr befreit. Wie lustig, wenn du sagst Scheich. Ich hatte als Kind, ich habe letztens Fotos entdeckt, da bin ich auch als Scheich mit einem echten Scheich-Kostüm. Und ich habe dann mal gefragt, wieso hatte ich denn ein echtes Scheich-Kostüm? Wie kam es? Ah ja, deine Tante, die war mal mit einem Scheich zusammen und der hat es dann mitgebracht. Du hast auch noch ein Schaukelpferd und ganz viele Spielsachen und Einrichtungen, die der Scheich dann damals mit der Tante für dich alles eingekauft hat. Und dann sage ich, ja, schade, dass es nicht gehalten hat, ne, mit dem Scheich. Naja, na gut, du weißt ja nicht jeder Scheich ist reich. Der Scheich ist reich. Also, reich an Terminen bist du auf jeden Fall in diesem neuen Jahr ja auch. Denn, wie gesagt, es ist aber erstmal Januar hier gerade so. Und du Also ich könnte schon wieder aufhören. Du kannst schon wieder Urlaub machen. Schon wieder Weihnachtsfeier. Ne? Es wird mal wieder Zeit für die nächste Weihnachtsfeier, für den nächsten Weihnachtspodcast. Vielleicht könnten wir auch mal so einen Sommergrill-Podcast machen, weil das Auch mit nicht Grillen schlecht. hat ja nicht so gut geklappt bei unserem Ja, da Weihnachtspodcast. spielt irgendwie der Wind und alles war da ein bisschen komisch und das Licht und sowas. Vielleicht machen wir mal wirklich so eine Hochsommernachtsparty. Genau, vielleicht auf Ibiza oder so. Also nur so eine Idee. Ach, Könnte man du mal willst machen, unbedingt vielleicht. Ibiza. Nein, es ist mir doch nur so eingefallen. Kommen wir aber Da jetzt musst mal du zu mal den hinfliegen. Ach so, ja, das ist ja ein bisschen aufwendig da. Ich bin ja eigentlich lieber daheim. Ich will ja gar nicht so weit so fliegen und so. Du bist ja so voll in diesem Flieger zu Hause, ne? Für dich ist ja Fliegen, ist es ja, keine Ahnung, also das ist ja wie andere in den Bus einsteigen oder sich mal aufs Fahrrad setzen, gehst du ins Flugzeug. Stimmt. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das so selbstverständlich sein kann, dass man so, du bist ja ständig im Flugzeug. Ja, und jetzt? Ja. Ja, ich möchte es nicht haben. Es sei dir gegönnt. Geh du ruhig weiter in den Flieger. Dann mach halt die Grillparty auf Ibiza ohne mich. Dann gehen wir. Ich schwimme jetzt auch nicht übers Meer. Ich möchte jetzt mit dir über deine Termine reden. Also nachdem du ja jetzt wirklich so erfolgreich jetzt gestartet bist. Ich meine, du hast dieses Nummer 1 Album mit Florian. Jetzt geht's um 40 Jahre Modern Talking mit Thomas Anders. Das
Das ist echt ein Riesenbrett, was du da jetzt auch vor. Ist dir das überhaupt klar, was das bedeutet jetzt in diesem Jahr? Naja, sag mal so, ich bin jemand, ich denke nicht immer, was kann das alles für mich in den nächsten Monaten bedeuten, sondern ich sage einfach, ich mache jetzt mal. Und gucke einfach, was kommt. Und es wird schon irgendwie gut gehen. Und wie gesagt, für mich mit Auftritten und mit Promotion fängt's im März an. Also dann, dass ich dann wirklich einige Promotion- und Fernsehtermine habe. Und danach geht's halt eben mal ins Ausland, wieder mit ein paar Shows. Dann im Grunde mit Fernsehsendungen. Dann bin ich im Sommer auch wieder bei Florian. Es kommt für mich eine Kanada-USA-Tour. Ja, ich bin sogar in Südostasien Ende des Jahres. Also es eigentlich geht's so weiter, wie es aufgehört hat. Ja, nur mit einem Mega-Start eben in diesem Januar. Also das ist schon echt, da ist der Turbo schon gezündet, ja, mit diesem Erfolg, mit diesem Album und natürlich auch 40 Jahre Modern Talking mit Thomas Anders. Das ist, also diese Alben, also damit wirst du schon die Geschichte eingehen. Das ist, ja, im Haus der Geschichte bist du auch, ja, das haben wir auch also da ist, oh Gott, jetzt hören Sie doch mal auf, so Herr viel los Kunze, bei dem Mensch. Mann, ey, so viel los. Hast du überhaupt noch Zeit für so ein bisschen Freizeit, ja? Was sagt denn deine Frau? Kriegt die dich noch zu sehen? Ich bin ja gerade hier ein bisschen im Wellnesshotel und wir nehmen uns unsere Auszeit und das ist wirklich immer so zwischendurch. Man muss es einfach nehmen, wie es kommt. Also das jetzt auf ein halbes Jahr im Voraus planen, ist ein bisschen schwierig. Aber halt eben, wenn man sagt, ich habe da und dort halt eben ein paar Tage frei, dann machen wir das. Wobei ich sagen muss, in diesem Jahr habe ich ja auch mit Claudia zusammen Silberne Hochzeit. Die kommt ja auch noch. Oh, was ist das? Wie viele Jahre? 25 oder 20? 25. Wow. Wo bist du? Ich bin bei 18. Na, Immerhin. das sind ja nur noch 7 Jahre. Die verflixten 7 Jahre. Nein, die noch kommen. Nein, aber jetzt wirklich ganz unter uns, da werden wir im Sommer auch eine schöne Reise machen. Und natürlich ist es so, ganz klar, man sieht von mir immer bei Social Media, wo ich überall bin. Und oft sind auch Sachen, die schon weiter hinter mir liegen, die ich dann, oder ja, die dann im Grunde veröffentlicht werden. Also deshalb, ich bin schon zu Hause. Also ich bin jetzt nicht pausenlos unterwegs. Das definitiv nicht. Das ist gut zu wissen. Aber wenn du sagst, man muss es auf sich zukommen lassen, ne? Also da ist ja mit Frühbucherrabatt ist bei dir ja nichts. Ne? Da also, bin ich raus. Da bin ich total. Frühbucherrabatt gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt's immer noch Sonder-Extra Tropf oben drauf, weil ich erst 3 Tage vorher buche. Genau. Naja, aber gut, das ist natürlich deinem Terminplan geschuldet. Aber schön, dass die Liebe da nicht zu kurz kommt. Das ist Natürlich ja auch immer wieder nicht. interessant für die Fans und so und zu wissen. Weil es gibt ja auch viele, viele Künstler, oder da ist es eigentlich normal, dass die dass die eher so ständig mit Skandalen behaftet sind und dass dann das Privatleben irgendwie komplett auf der Strecke bleibt. Und du bist da ja, muss man ja sagen, skandalfrei durch die Geschichte gekommen. Bis auf das eine Mal, aber das war jetzt kein Skandal. Was meinst du jetzt? Nee, ich meinte, bei dir ist es doch eigentlich, du gehörst zu den Künstlern, wo man sagt, das ist alles skandalfrei. Schon langweilig, ne? Ja, langweilig würde ich nicht sagen. Du hast ja, wie gesagt, diese Geschichte mit der Frau mit der Kette, ja, deine Ex, das hat's ja schon, aber das war ja im Prinzip jetzt kein Skandal. Nö, das passiert einfach. Das passiert einfach. Und da fühlen sich wahrscheinlich auch ganz viele irgendwie, finden Abgeholt. sich da wieder. Ja. Ja. So. Das ist herrlich. Ja, gut, also das war doch jetzt schon mal ein schöner Einstieg hier für den ersten Podcast im Jahr 2025. Wir haben einige Fragen auch von euch natürlich schon wieder auf Halde, die ihr uns geschickt habt. Ihr könnt natürlich weiter fragen, was auch immer ihr wissen wollt, ne? Einfach podcast@thomas-anders.com per E-Mail
kommt an und wir sammeln das und dann werden wir auch mal wieder eine Fragenrunde machen, ist ja ganz klar. Und definitiv kommen auch wieder Gäste. Und definitiv kommen auch wieder Gäste, das stimmt. Aber ihr hört ja selbst, das ist ja mit dem Terminplan beim Herrn Anders, ist das ja gar nicht so einfach. Ja, ne? Und dann hat man noch Gäste, die auch Terminpläne haben. Stimmt. Und dann, wo trifft Wird man schwierig. sich? Ja, das wird und schwierig. die Frau will man auch noch treffen, also es ist nicht so einfach. Ja, also ich bin total im Stress, sag ich dir. Ich bin total im Stress. Also, wenn ich eins euch sagen kann, ne? Der Mann, ja, der die größte Ruhe ausstrahlt, ja, also ich habe selten jemanden kennengelernt wie Thomas, der, egal wie stressig es ist oder sonst wo, der kann gerade aus dem Flieger gekommen sein oder hatte irgendwie sonst was, Nachtkonzert, der ist immer total entspannt, ja, also egal was er jetzt erzählt, ja, also ich habe noch nie einen getroffen, ja, mit dem, der ist immer entspannt und alles okay, dann kommt man so, setzt sich so hin und der Thomas ist immer total relaxed. Ich habe mich noch nie erlebt, dass du vielleicht mal irgendwie sauer warst, dass du schlecht drauf warst, dass du so ausgerastet bist. Lernt man das so als Superstar, dass man sich da zusammenreißen muss und das nur geht, wenn alle Türen zu sind und kein anderer da ist? Na, ich glaube, es ist so eine Charaktergeschichte, die man hat, aber zum anderen kann ich auch schon mal ausrasten. Aber ich würde es nie öffentlich machen. Also ich raste nie aus und stelle jemanden in die Senkel, sondern den hole ich mir dann zur Seite und sage, pass auf, so geht es mal gar nicht. Weil ich ergötze mich nicht daran, dass ich vor anderen einen Menschen klein mache. Weil das ist einfach, das ist blöd. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil ich möchte ja nicht groß werden dadurch, dass ich den anderen klein mache und das den anderen dann zeigen kann, sondern ich möchte ja eigentlich, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ihm sagen, du hast einen Fehler gemacht und arbeite daran, aber ich möchte ihn ja nicht bloßstellen, weil das ist ja eine ganz andere Ebene und deshalb mache ich das nie und letztendlich bin ich oft entspannt, weil mir das, was ich tue, einfach verdammt Spaß macht. Ja, ich frage mich dann immer, macht mir mein Leben Spaß? Weil ich fühle mich oftmals viel gestresster und denke immer, wie kriegt der das hin, dass der trotzdem so entspannt ist? Ich kann von dir noch so viel lernen, aber du hast ja auch viel mehr Lebenserfahrung. Man kann mich buchen. Ich bin nicht günstig, aber man kann mich buchen. Nicht günstig, aber jeden Cent wert. Also, ihr wisst Bescheid. Also, wir haben ja jetzt zusammengefasst, ne? Es steht einiges an und dieses sensationelle Event in Berlin ist auf jeden Fall, da muss er mal dabei gewesen sein, weil es ist ja im legendären Zoopalast. Das ist ja also ziemlich cool, wo dann quasi also am 12. März, haben wir ja schon gesagt, ne? Der legendäre Berliner Zoopalast und wie gesagt, Tickets gibt's über thomas-anders.com. Wir verlinken das natürlich auch unterhalb des Podcasts, also in den Shownotes nochmal, damit ihr da alle Infos bekommt. Und sollten neue Fragen sein, jederzeit her damit, podcast@thomas-anders.com. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Jahr mit euch und für euch, dass wir wieder jede Menge Infos euch schicken können, jede Menge schöne, unterhaltsame Momente. Wir sind natürlich auch jederzeit offen für Kritik. Ja, ob wir es dann annehmen und umsetzen, ist was anderes. Das liegt an uns. Unglaublich. Aber da freuen wir uns trotzdem drauf. Also, Thomas, dann bitte einen entspannten Abschiedsgruß von dir. Ja, das war natürlich wieder ein großer Einblick in das, was ich in diesem Jahr schon gemacht habe und das, was in diesem Jahr kommt. Ich hoffe natürlich von meiner Seite, dass ihr auch gut ins neue Jahr gestartet seid und dass ihr auch viele Pläne und viele Träume habt. Es können nicht alle sich erfüllen, aber wenn man nicht mehr träumt, erfüllt sich gar kein Traum. Also deshalb muss man es machen. Man muss daran denken, was kommen kann. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und freue mich und hoffe, dass ihr euch gut unterhalten habt und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Bye bye. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.